Wann erfolgte das Verbot der Hells Angels Berlin City? Am Abend des 30. Mai 2012 erhielt der Rockerpräsident Kadir Padir zusammen mit 5 weiteren Mitgliedern des Hells Angels Berlin City Charters eine Verbotsverfügung, die auf 38 Seiten erklärt, warum ihr Charter verboten wurde. Das Papier der Senatssinnenverwaltung ist auf den 24. Mai datiert. Am 29. Mai erklärten die Rocker in einem Fax an das LKA und im Internet: Seit gestern Nacht haben sich der Hams Berlin City MG 81 und Berlin City Crew 81 aufgelöst. Obwohl der Club bereits aufgelöst war, startete die Berliner Polizei am 30. Mai eine Razzia gegen den Motorradclub mit 550 Polizisten. Bis heute ist unklar, wer den Rockern den Tipp gab. Ein Polizeibeamter aus dem Rockerkommissariat ist im Fokus der Ermittlungen. Trotz des Verbots soll die alte Struktur fortbestehen. Die City Rocker sind offiziell bei den übrigen Berliner Ortsgruppen Westtown, Nordtown, Southtown, Easttown sowie in anderen Bundesländern untergekommen. Die Höllenengel haben derzeit 450 bis 500 Mitglieder und Umfeldpersonen, während die Bandidos nur noch auf 150 Mitglieder und Sympathisanten kommen. Der Spalt zwischen Migranten und Deutschen im Club wird immer größer. Es wurde vermutet, dass bei internen Treffen der Rocker nach dem Verbot Angst und Verunsicherung vorgeherrscht haben soll. Laut Recherchen von Bild und BZ nahm schließlich Kadir Padir die Neustrukturierung im Alleingang in die Hand, um sich sein Reich nicht nehmen zu lassen. Padir soll sich dabei umfassend von einem bekannten Frankfurter Verwaltungsrechtler beraten lassen haben. In Berlin wurden 4 neue Clubs gegründet: Easttown, Nordtown, Westtown und Southtown. Um nicht als Nachfolgeorganisation des verbotenen Berlin City zu gelten, durften nicht mehr als 2 Mitglieder des alten Charter in einem neuen Club sein. Daher wurden einige Mitglieder proforma Clubs in ganz Deutschland angeschlossen. Für jedes neue Charter in Berlin wurde ein eigenes Clubhaus gesucht und neue Kutten mit nagelneuen Aufnähern verteilt, um die Behörden zu überzeugen. Polizei und Justiz konnten gegen die Trickserei nichts machen. Obwohl sich außer dem Namen nichts geändert haben soll. Der Aussteiger Kasra Zagaran, der diese Phase als Mitglied miterlebte, sagte den Ermittlern später, dass Kadir weiterhin das Sagen über die 100-Mann-Gruppe hatte. Er sei der Präsident von allen 4 Chartern, Ortsgruppen, gewesen, hätte über alles und jeden geherrscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es mit Episode 9 weiter.